Dillingen im Herbst 2019, kurz vor Weihnachten. Ja, wir drehen heute am 14. November 2019. Ja, und wenn man in Dillingen reinkommt, ja, ist das Allerwichtigste Erik Spangenberger, hätte ich jetzt gesagt. Aber du hast schon drauf gezeigt, das ist die Ford Zentralgarage. Ja, die ist direkt hier vorne. Richtig. Ich zeige mal gerade noch ein Schild, weil wo ihr genau seid, das sieht man nämlich auf der Rückseite hier dieses Schildes. Hier geht es nämlich direkt nach Wallerfangen. Das ist die Ausfahrt und wir stehen hier direkt an der Autobahnauffahrt Richtung A. Was ist das, 620? Ja, 620, richtig, genau. Entweder Richtung Luxemburg oder natürlich Richtung Saarbrücken. Die Dillinger kennen das natürlich, aber ich zeige es mal gerade, denn ihr seid einer der wichtigsten Ford-Partner im ganzen Südwesten. Denn ihr habt unglaublich viele Werksangehörige, aber nicht nur die, die bei euch Autos bestellen, kaufen und so weiter. Ja, du bist Banker. Gelernter auf jeden Fall. Ja, bist dann in den Automobilhandel gewechselt und arbeitest jetzt für den Herrn Schäfer. Richtig. So, wir gehen mal schnell rüber. Fast 3 Jahre mittlerweile. Ja, ist das gut? Ja, einmal kurz. Schnell mal laufen, bevor wir hier überfahren werden. Ja, Zentralgarage, die ist hier. Ja, ihr seid so ein kleiner versteckter Stern, sage ich mal so ein bisschen. Ja, es gibt Aber ja... wie gesagt, nicht zu verfehlen, direkt von der Autobahn runter kommt man auf unser Firmengelände. Da vorne ist es, ja. Ihr habt in Dillingen sogar einen Yachthafen. Das erwähne ich deswegen, weil um hier reinzukommen, ist es die Abfahrt Yachthafen. Richtig. Und da ist die Zentralgarage. Ja, euch gibt es schon sehr, sehr lange. Ja, seit 1962. Hast du es auswendig gelernt vorher? Ich habe es beim letzten Video war schon mit drin, aber ich glaube 1962. Bin ich mir fast sehr sicher. Ja, ihr habt so ein bisschen getrennt. Ihr habt also drüben eine Nutzfahrzeugabteilung, da verkauft ihr PKWs und LKWs und Nutzfahrzeuge, aber hier sind nur PKWs. Reine PKWs, genau, reine Personenkraftwagen. Für WAs sowie auch für die externen Kunden, für die normalen Kunden. Und für WAs, was sind denn WAs? Die Werksangehörigen. Die Werksangehörigen, denn es gibt ja hier ein Ford-Werk direkt um die Ecke. Ja. Und wir wollen heute mal eine kleine Dokumentation machen über die wahrscheinlich bestaussehendsten Ford-Händler des Saarlandes. Ja, genau. Denn ich sag mal, nee, ist nicht so schlimm. Ich muss aber ein bisschen aufpassen, weil ich sag mal so, ihr seid ja so ein versteckter Stern mit allem drum und dran. Ford, ich meine, es gibt tausende von Werksangehörigen. Das ist schon hier eine Macht, muss man sagen. Und die bauen tolle Autos, oder? Ja. Gerade natürlich auch Made in Germany, Made im Saarland. Der schöne Ford Focus. Also ist schon ein Brett. Ja, wir gehen mal rein. Ihr seid, warte, ich zeig's mal gerade. Ja, Autobild, das ist jetzt etwas, das ist schon, da kann man stolz drauf sein. Ihr seid in der Liste der besten Autohändler Deutschlands. Genau, und deswegen hängt es natürlich direkt an der Eingangstür und direkt zum Aushängen, dass jeder Bescheid weiß, dass wir hier die beste Kfz-Werkstatt haben. Ja, ich zeig's mal gerade, ihr bildet auch aus. Da vorne, ihr sucht da sogar noch Azubis, bewirb dich jetzt, Ausbildungsbeginn 1.8.2020, nämlich Mechatroniker, weiblich, männlich, divers. Und da steht auch die Telefonnummer 06831 97840. Die sucht ihr laufend. Ja, und hier ist ihr seid schon ein etwas anderer Betrieb, muss ich dazu sagen. Ganz familiär, das heißt, obwohl ihr so groß seid, hier kennt jeder jeden? Ja, natürlich, jetzt bei über 40, knapp 50 Mitarbeitern sollte das aber auch so sein. So, die Kollegin hat aufgeräumt, sie lacht uns auch schon an, denn wir haben ihr eben angedroht, wir kommen mit der Kamera vorbei und filmen hier mal so ein bisschen. Und wie das bei Frauen ist, da machen sie sich noch mal ein bisschen schick, ja, ein bisschen Puder drauf. Nee, ist nicht der Fall. Ihr seid nahbar, das muss man sagen. Das heißt, ihr habt eine ganz große Kundennähe. Wenn du dich mal kurz vorstellst. Hallo, ich bin die Lisa Ammann und bin seit 8 Monaten hier beschäftigt. Warum hier? Ja, also die Marke Ford, die ist auf jeden Fall sehr spannend und die Leute untereinander, hier ist ein familiäres Klima und das gefällt mir sehr gut hier. Du kommst aus einem anderen Betrieb, wir sagen nicht wer, aber man muss sagen, das hier ist klein und fein, trotzdem groß, muss man sagen, so eine Mischung. Und der Chef, der läuft hier dauernd persönlich durch. Das ist alles sehr nahbar, oder? Ja, das muss man schon sagen. Das ist auch ein Grund, warum es mir hier so gut gefällt und dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat zu wechseln. Und ja, man erlebt hier täglich neue Herausforderungen und das macht das alles dann, denke ich, schon aus. Ja, klar, das ist natürlich so. Du bist unter anderem dafür verantwortlich, wenn ich dich jetzt anrufe, sage, ich brauche einen Ölwechsel, genau. Dann sagst du mir in 5 Jahren möglich? Nee, Quatsch. Also wir haben meistens eine Woche Vorlaufzeit und wir hier vorne sind für die Terminvereinbarung zuständig und sind für die Kunden so die erste Anlaufstelle. Ich habe einen Bus, die Marke will ich jetzt nicht sagen. Heute Morgen war Ölwechsel angezeigt, habe angerufen.
Anfang Dezember, wahrscheinlich zweite Woche. Und da habe ich sie gefragt, Okay. ich will ja nur einen Ölwechsel machen. Wenn es mal richtig hart auf hart kommt und derjenige muss morgen in Urlaub fahren, ihr findet manchmal, wenn es dringend ist, nochmal für kleine Sachen. natürlich. Also wir haben ja auch ein Transit- und Gewerbecenter. Da müsste dann da müssten Sie dann eigentlich hinfahren. Aber wenn da jetzt kein Platz mehr ist oder wenn da nichts mehr frei ist, dann können Sie auch gerne zu uns in die Werkstatt kommen. Das kriegen wir auch immer irgendwie unter. Ja, Sie sind jetzt eine Frau, warum denn Autos? Was gefällt Ihnen an Autos so gut? Ja, eigentlich alles. Also ich finde ich finde es schon schön, wenn man ein schönes, gepflegtes Auto fährt. Und ja, es macht einfach Spaß. Im Laufe der Zeit bekommt man auch immer mehr Ahnung von Autos, wenn ich das so sagen darf. Man kann dann so ein bisschen mitreden, wenn dann die Männer unter sich sprechen und man interessiert sich einfach dafür. Ist denn so die Wahrnehmung Frauen und Autos, ist das nicht mal so, dass man ihnen unterstellt, sie haben ja keine Ahnung, weil sie eine Frau sind? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mehr Ahnung von Autos als mein Freund jetzt zum Beispiel. Das gibt er auch ganz offen und ehrlich zu. Ich habe auch Automobilkauffrau gelernt und fand das seit Tag 1, also ich habe noch nichts anderes gemacht in meinem Leben und ich will es auf jeden Fall weitermachen, weil der Beruf ist einfach inspirierend. Es ist immer spannend, wie entwickelt sich das weiter und welche Autos kommen jetzt neu auf den Markt. Also das interessiert mich auch zum Beispiel sehr. Und Frauen und Autos, wir haben auch eine Kfz-Mechatronikerin in der Werkstatt. Und ich denke, Name, Vorname? die Hanna. Die Hanna. Ja, die macht das auch sehr gut und schon sehr lange. Und von daher finde ich, Frauen und Autos kann man heutzutage nicht mehr so sagen, dass das nicht zusammenpasst oder nicht zusammengehört. Ja. Da ist ein ganz, ganz wichtiger Mann, ja. Ich bin nämlich da, wenn man jetzt so Autos hat die auf der Bühne draußen, da fällt einem ja schon mal so ein, zwei Sachen auf, die unbedingt gemacht werden müssen, ja. Das kann den Zeitplan schon mal ein bisschen durcheinander werfen, oder? Wahrscheinlich kann er den Zeitplan durcheinander werfen, aber da muss man ein bisschen mit einkalkulieren. Da macht die Erfahrung dann, dass man dann sagt, bei der Inspektion gibt es von mir eine Stunde Vorgabezeit, aber aus Erfahrung kommt noch Bremse hinzu, also plant man ein bisschen mehr ein. Wenn Sie sich mal kurz vorstellen, ich komme gleich noch in Ihren Bereich rein. Ich glaube, Sie sind der Chef der Werkstatt. Ich bin der Betriebsleiter, Werkstattleiter, mein Name ist Dirk Servet, bin hier das Mädchen für alles. Also ich stand gerade zufällig da, deswegen habe ich so gut. Was ich toll finde, das werden wir gleich mal zeigen, man kann bei Ihnen tatsächlich vom Fußboden essen, jeden Abend, oder? Fast. Ja. Ihr legt auf Sauberkeit unglaublichen Wert. Ja, selbstverständlich. Ja gut, das ist nicht so, also ich sag mal, ich habe noch nie einen Werkstattboden, das werde ich gleich mal zeigen, der so sauber ist wie euer. Ja, das ist schön, aber wir geben uns schon Mühe, dass man sauber arbeitet. Da kann man auch besser arbeiten, wie im Dreck. Bis gleich, ich komme gleich mal vorbei, ja. So machen wir es. Erik, das haben wir jetzt nicht geplant. Hier vorne sind auch die ganzen, ich sage gerade nochmal der Kollegin nochmal einen Schuss. Ja, Lisa, vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Es gibt noch mehr Kollegen, die hier sitzen, oder? Normalerweise. Du bist heute allein? Ja, die anderen sind noch in einer Besprechung und entweder Besprechung, Pause oder noch in der Schule, die Azubis. Und ja, jetzt mache ich gerade die Vertretung. Und bin jetzt gerade im Moment alleine. Aber das ist normalerweise nicht der Fall. Ja, im Moment ist es auch ein bisschen ruhiger, muss man sagen. Das Wetter ist Es schlecht. ist so die Mittagszeit und ich denke, die meisten Kunden wissen auch, dass von 12 bis 13 Uhr die Kollegen aus der Werkstatt zu Tisch sind und ja, ab 1 Uhr geht es dann wieder. Also aus welchem Ort kommen Sie denn, wenn ich fragen darf? Aus Schwalbach. Aus Schwalbach. Ist ja nicht so weit. Ja, gut. Ja, Erik, wenn du mal kurz zur Seite trittst, deinen Astralkörper mal bewegst, dann da sind die Auszeichnungen, die ihr bekommen habt. Die kriegt man nicht geschenkt, oder? Nein, also da muss man schon verschiedene Auflagen für erfüllen. Man wird geprüft. Es kommt jemand vorbei, der sich natürlich alles anschaut, der auch als regulärer Kunde hier reinkommt. Und dann muss man hoffen, dass man so ein schönes Schreiben bekommt. Sag mal gerade was, ihr werdet aber nicht nur von der Autobild geprüft, sondern ab und zu kommt mal Ford vorbei. Die melden das vorher nicht an? Nein, das... Gemein, oder? Ja gut, aber auch verständlich. Mit Anmeldung können wir manche Sachen vorbereiten und so hat man einfach den direkten Stand und kann das auch gut und besser bewerten. Ja, ihr seid im Neu- und Gebrauchtwagenbereich mit mehreren Kollegen unterwegs. Das Ganze ist hier zweigeschossig. Ganz da rechts hinten ist dein Büro. Du bist jetzt wie lange hier dabei? Ich komme jetzt ins 3. Jahr. Cool, 3 Jahre. Das heißt, du kennst den Betrieb in- und auswendig. Das sind eure Schätzchen. Du hast mir erzählt, natürlich ein Auto, was hier gebaut wird in Saarlouis. Hier haben wir ihn, den schönen Ford Focus. Jetzt hier vorne den ST-Line in dem schönen Chroma-Blau. Wo normalerweise die Motorhaube ist nicht immer auf, aber ihr ladet die auf, dass die Batterien schön voll sind. Richtig, genau. Ja, weil wenn die Fahrzeuge hier stehen, werden tagtäglich benutzt und geöffnet, Tür geht auf. Batterien mal leer. Richtig, genau. Um das zu verhindern, haben wir diese Spannungserhaltungsgeräte angeschlossen und deswegen steht die Motorhaube ein bisschen offen. Ich muss leider mal hier drauf zeigen, weil wenn wir die Autos so präsentieren, müssen wir auch einblenden, kann man die CO2-Emissionen, das ist ja rechtlich heute alles vorgeschrieben,
haben wir jetzt hiermit gemacht. Also das Auto hier verbraucht, ich gucke mal gerade, kombiniert 4,9 Liter. So, das haben wir da ja. Der Focus, ja, geht wie geschnitten Brot, aber es gibt ein Auto, was noch viel mehr geht. Der Fiesta, muss man sagen, der ja, ich sag mal, mit dem Fiesta, den man früher kannte, nicht mehr so viel zu tun hat. Den gibt es in unglaublich vielen Varianten und er ist auch nicht immer klein, oder? Nein, also man kann eigentlich sagen, mittlerweile der aktuelle Fiesta ist so groß, würde ich sagen, wie der erste Focus. Um den Muss ich mal ganz kurz mal aufklären, das ist ein Fiesta. Genau, hier vorne der weiße in der Active-Variante. Das ist ein Fiesta. Ist ein Fiesta, richtig. 5-Türer, ein Riesenauto, ein großes Auto, ein volles Auto. Den gibt es noch als Dreitürer? Gibt es auch als Dreitürer, richtig. Weil die meisten bauen ja keine Dreitürer mehr, baut noch Dreitürer, das ist dann ein bisschen sportlicher, aber das ist doch kein Fiesta mehr. Ist das ein Fiesta? Ist ein Fiesta. Ist ja riesig. Also ein vollwertiges Auto. Ja. Dreitürer gerade jetzt eigentlich in der ST-Variante gesucht, weil er da ein bisschen sportlicher geschnitten ist und da mehr auch diese Coupé-Form hat. Und da wird eigentlich der Dreitürer am meisten noch genommen. So, auch hier, komm, wenn wir schon dabei sind, mal schnell die CO2-Werte dran einblenden. Und dann haben wir das auch mit dabei. Ja, großes Thema Elektromobilität, da kommt jetzt einiges neu auf den Markt. In der Umbruchzeit mit Hybrid kommt immer mehr. Jetzt demnächst der Puma als erstes, dann der Explorer auch noch. Auch als Plug-in? Also der Explorer auf jeden Fall als Plug-in. Wenn du mal kurz sagst, was Plug-in ist, damit alle die... Es gibt ja verschiedene Hybrid-Varianten. Also einmal den Hybridmotor, der im Fahrbetrieb nochmal geladen wird. Ja. Und dann über Plug-in zum Beispiel, das ist halt extern. Man muss an eine Stromquelle nochmal an einen Stecker anschließen. Das heißt, ich könnte theoretisch, wenn ich täglich auflade, nur elektrisch fahren, je nachdem, wenn ich nicht zu viel Gas gebe, oder? Ja, wenn man nicht so viel Gas gibt und Kurzstrecken und sowas, kann man die auch wirklich rein elektrisch fahren, das stimmt. Es geht hauptsächlich darum, dass man den Spritverbrauch ein bisschen senkt. Also hier liegen wir schon bei den Kleinstwagen hier bei 5,7 Liter. Das ist dann, aber es geht noch mehr. Ich denke, da werden wir in Zukunft ein bisschen mehr. Nur mal ein Beispiel, der Explorer ist angegeben mit knapp 2 Litern. Das ist ein großes Auto, oder? Ja, 7 Sitzer regulär. Kein Bus, ein SUV. Ja, ob die Werte dann immer stimmen, ich sag mal. Werksangaben, aber die sind schon nah dran. Also wir müssen auch natürlich durch das neue 2 Liter, echt? WLTP. Genau, WLTP-Verfahren. Muss ja schon sehr nah dran sein an der Realität. Hier haben wir auch hier der EcoSport. Warte, ich zeige mal ganz kurz die Werte. Die haben wir jetzt auch mal drin. Ja, das ist der EcoSport. Das ist so ein SUV-Multifunktionsgerät. Genau. Sieht aber Basis Fiesta oder? Nee. Doch, Basis Fiesta, genau das, richtig erkannt. Ist so der Stadtflitzer, ein bisschen höherer Einstieg auch, so Crossover-Modell. Aber auf Fiesta-Basis. Ja, was ziemlich cool ist, ihr habt unglaublich tolle Preise, ihr gebt gute Rabatte, muss man sagen. Das ist möglich, weil ihr ganz viele Autos verkauft. Das heißt, ihr habt große Mengenrabatte, die ihr auch beim Hersteller kriegt. Richtig, genau. Nur so geht's. Nur so können wir dann natürlich auch die Rabatte an den Kunden weitergeben. Ja, aber auch die Werksangehörigen, die haben die Möglichkeit, dass also nicht nur derjenige selber, der im Werk arbeitet, Fahrzeuge beziehen kann, sondern auch das Umfeld, oder? Richtig. Mittlerweile kann jeder eigentlich, der einen Werksmitarbeiter kennt, eigentlich diese Rabatte auch in Anspruch nehmen. Die Ford-Werksangehörigen können bis zu 5 Fahrzeuge im Jahr über diese Kondition kaufen. Wenn es Verwandte sind, kann man direkt auf sie zulassen. Und wenn es nur Freunde, Bekannte sind, wenn die eine Fremdmarke fahren, das heißt zum Beispiel Peugeot oder sowas und wechseln zu Ford, gibt es die Prozente direkt. Echt? Ja. Markteroberung nennt man das. Also wenn die jetzt, das hier sieht aus wie ein Hybrid. Da haben wir einen Hybrid, einen Mondeo Hybrid als Kombi. Genau, das ist aber kein Plug-in, glaube ich, sondern der lädt sich automatisch auf, wo gebremst wird. Da erzeugt er Energie aus der Bremsenergie, also statt Wärme wird dann Strom erzeugt. Das sieht man auch in der CO2-Effizienz. Der hat A+. Und wenn ich jetzt gucke, der hat jetzt kombiniert 5,0 Liter für ein 2 Liter ausgewachsenes Auto mit Benzinmotor. Das ist schon 5 Liter, überleg mal. Das ist für so ein Auto sehr wenig, muss man echt sagen. Deswegen, also das ist auch weiter die Zukunft, in die Richtung geht es immer weiter und Hybridtechnik kommt immer mehr. Der Galaxy. Richtig. Großes Auto, Familienauto, also mit Hof und Kind kann man gut fahren. Man sieht ihn nicht mehr so oft, muss ich sagen. Der war früher, hat er unglaublich dominiert. Ich persönlich sehe ihn nicht mehr so oft. Warum denn? Weil das ist eigentlich ein tolles Auto, oder? Der Trend bei den Vans ist halt einfach vorbei. Mittlerweile geht es immer mehr Richtung SUV, deswegen kommt er auch. Die auch fast genauso groß sind, muss ich sagen. Ja, richtig, genau. Das ist aber hier, ich habe den Vorteil, ich kann bis zu 7 Kids raus. Sitze, richtig. Ja. Also eine halbe Fußballmannschaft kann man locker mitnehmen. Ja, das ist auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Das Auto hier, unverbindliche Preisempfehlung 51.260, wie er hier ausgestellt ist. Der hat wahrscheinlich Extras ohne Ende drin. Ist voll. Titanium-Ausstattung, also voll. Die höchste Ausstattung und starker Motor noch mit dabei.
So, ich zeige mal gerade auch hier die Effizienz, aber trotzdem kombiniert 5,5. Das ist schon WLTP, die Angaben hier, die stehen? Ja, die müssen nach dem neuesten Verfahren ausgeschrieben werden. Das heißt, die sind leider ziemlich nah an der Realität. Richtig. Ja, trotzdem, bei 5 Liter kombiniert oder 6 Liter in der Stadt. Bei so einem Auto, das ist doch gut tragbar. Krass, ich zeig dir mal von hinten. Ah, doch, man sieht ihn doch öfter. Ich muss dazu sagen, ich sehe ja die meisten Autos von hinten, nicht von vorn, ja. Und das ist, kann man aufmachen. Wow, auch die Signatur hinten. Krass, oder? Das Tagfahrlicht ist bestimmt. Ah, das sind die Sitze hier. Was? Das ist aber jetzt eher für. Ja, eher jetzt für Kinder. Kleinere. Richtig, genau. Für einen ausgewachsenen Mann ist Mach mal gerade hier. Ich will mal sehen, wie schnell das geht. Jetzt gucken, ob du es kannst. Erwischt. Gut, okay. Einmal kurz das Ding weg. Nee, ich zeige nämlich mal gerade was, wenn man den Sitz nämlich umklappt. Der verschwindet so, dass wenn man es nicht weiß, man überhaupt nicht sieht, dass da ein Sitz drin ist. Und das Ganze geht nämlich elektrisch rauf und runter. Wir können einmal hoch. Elektrisch? Elektrisch hoch, von alleine nach oben. Ich hoffe, du hast es nicht zerstört dadurch, dass die... Nee. Und wir können natürlich auch wieder... Das ist runter und auch beide runter. Das ist ja schier. Das heißt, du kannst, wenn du mal schnell 2 Sitze brauchst, einfach klack, klack. Einfach draufdrücken, die fahren von alleine raus. Und ich habe noch Kofferraum. Der ist zwar dann so groß wie beim Car, aber... Ja, gut, man hat hier unten noch ein bisschen... Nochmal ein kleines Staufach. So, wir gucken mal hier links. Ihr habt auch alle Sportmodelle. Wir haben ja ein sehr erfolgreiches Video Ford Focus ST gedreht. Ja. Den haben... Da vorne stehen den schwarzen, der schöne, die Black Beauty. Und der C-Max wird ja leider jetzt nicht mehr weitergebaut. Warum? Auch ein Van, war im Auslauf, wird nicht mehr produziert. SUV ist das Thema. Richtig, genau. Trotzdem zeigen wir mal, hier haben wir ihn. Und kombiniert 7,6 Liter. Keine Preisauszeichnung drin, weil der auch schon verkauft ist, genau wie der weiße Fiesta. Weg. Ah, was aber richtig krass geht bei euch ist Kuga. Verkauft ihr gut, gell? Der ist ja auch im Auslauf. Es kommt ja nächstes Jahr der neue Kuga raus. Ja, trotzdem, unter aber anderem auch als Hybrid. Und jetzt gehen aber die letzten Modelle wirklich schon raus. Ja, Schnäppchen kann man machen jetzt? Ja, also die Werksangehörigen können einiges sparen. 27% direkt mal vorweg. Nur die Prozente, dann gibt es noch verschiedene Prämien, verschiedene Boni, die noch mit reinkommen. Also man kann mal fast 1/3 vom Kaufpreis abschneiden. Wie ist denn das der geldwerte Vorteil, wenn man den versteuern muss? Ja gut, ich frage dich nicht, er hat schon abgewogen. Das weiß jeder, soll er einfach fragen. So, Kuga ST-Line, in dem Fall hier Angebot EcoBoost, da habt ihr glaube ich einen Motor geschaffen, der ist mehrfach prämiert. Richtig, der in den letzten Jahren immer wieder gewonnen in seiner Preisklasse, gerade die 1-Liter-Variante. Also spricht schon für den Motor. 3 Zylinder, 1 Liter Hubraum, aber der Ford-Motor schlechthin. So, und hier ist das krasse Gefährt, wo wir unser 500.000 Aufrufe-Video bei YouTube gemacht haben. Oder ich glaube 500.000 war der Nugget, aber der andere hatte auch schon 200.000, 300.000. Irgendwie ist das in die Richtung, genau, wie ich es letztes Mal geguckt habe. Ja, der hat wie viel PS? 280. Geht wie Schmitz Katze und ist zumindest mal im Saarland ein krasses Statussymbol, denn jeder Azubi, der zumindest mal bei Ford arbeitet, für den ist ein Focus ST ein erreichbares Ziel. Richtig, genau, und wird auch gerne genommen. Also viele junge Azubis, die auch gerade das erste Geld verdienen und sich schon mal interessieren dafür. Und er zieht halt schon an, muss man einfach sagen, wie es ist. So, draußen habt ihr unglaublich viele Autos. Komm, wir zeigen noch mal ganz kurz draußen, dann gehen wir mal in die Werkstatt. Und da vorne ist übrigens dein Büro. Ich zeig mal gerade den. Ja, das ist mir egal. Also ich meine, als Autohändler, ihr habt viel zu tun. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Fallen Späne und hier vorne ist was ganz Tolles. Da hat wahrscheinlich... Genau, richtig. Da können wir mal den Anfang der Firma zeigen. Das war nicht hier an der Stelle, zwar auch in Dillingen, aber in der Merziger Straße. Und Tankstelle. Tankstelle, richtig, unter anderem. Ich glaube, alle haben irgendwie als Tankstelle angefangen. Das war Tankstelle und dann haben... Werkstatt mit dazu, dann Autoverkauf irgendwann noch mit dazu gekommen. Also ich glaube, da war alles in einem. So, das ist auch schon ein bisschen vergilbt, das Foto, das ist auch schon ein bisschen älter. Ihr habt es stark entwickelt. Ich muss sagen, ich habe das Büro hier übernommen vom ehemaligen Verkaufsleiter. Also die Bilder hier hängen schon ein bisschen länger drin. Aber schön, ist doch die Firma, wie es angefangen hat, wie es losging und die Entwicklung dann. Du scheinst aber irgendwas gut zu machen. Du hast nämlich eine Klimaanlage spendiert bekommen. Denn, war vorher schon drin, aber ich sag mal, im Sommer hier in dem Glaskasten ohne ist natürlich schon heiß. So, jetzt fragen sich die Leute da draußen, wen interessiert's? Ich kann Ihnen nur eins sagen. Wenn Sie mal eine krasse Preisverhandlung hier mit dem Erik Spangenberger hinter sich haben, die dauert schon mal 2 Stunden. Und ins Schwitzen kommen, dann ist man froh, wenn eine Klimaanlage da ist. Was ist das hier, der orangefarbene?
Auch ein ST, auch der Focus ST. Das war der, den wir vorgestellt haben. Krass. Da steht er. Der ST. Unser Probewagen. Also den kann man, wenn man sich für den ST interessiert und einen kaufen möchte, auch gerne mal Probe fahren. Ja, man kann den auch kaufen, oder? Man kann den auch kaufen. So, komm, wir gehen mal in die Werkstatt. Achso, drüben, ich zeige mal gerade, draußen habt ihr noch ein Büro für Gebrauchte. Ja, das war mal das Gebrauchtwagenbüro, ist mittlerweile die Dispo-Abteilung drin, die Frau Nalbach. Genau, es hat explodiert, braucht überall Plätze. Da ist aber auch schön warm drin jetzt im Winter, oder? Richtig. Mit Heizung, mit Klimaanlage, auch voll ausgestattet. Dass direkt einer drunter schreibt, ja, im Moment ist Mittagspause. Genau, keiner da, Mittagspause würde ich jetzt sagen, ist eigentlich vorbei, aber niemand im Büro. Passiert schon mal. Unser Gebrauchtwagenplatz. Also Warte mal kurz, wenn du mal einmal kurz die Arme ausbreitest, wie du es gerade gemacht hast. bitteschön. Hier. Da ist der Gebrauchtwagenplatz. Sobald man rauskommt, alles, was hier draußen steht, mit Preisschildern drin, sind Gebrauchtwagen. Ja, das gesagt, sieht nicht aufgeräumt aus, aber es hat ein bisschen was damit zu tun. Hier geht es wie im Taubenschlag. Ja, also hier kommen die Autos rein und raus, jeden Tag. Und da müssen wir natürlich schon gucken, dass es auch ordentlich aussieht. Aber wenn viel verkauft wird und viel Neues reinkommt, muss man erstmal gucken, wie wir sie stellen. Ja, denn wichtig ist auch, der ist gerade reingekommen, der ST-Line. Frisch reingekommen. Der kam frisch vom Aufbereiter, wird jetzt ausgezeichnet, kriegt Fotos gemacht vor unserer schönen Fotowand. Das ist krass, der sieht aus wie neu, wenn die von der Aufbereitung kommen. Aufbereitung heißt, da putzt einer mal ordentlich und die haben 1000 Mittelchen. Professionelle Aufbereitung jetzt nicht nur bei uns im Haus intern, sondern das wird ausgelagert. Die machen das wirklich gut. Also manche Autos, die vor Schmutz starren, kommen zurück wie geleckt. Würde man nicht meinen, dass die vorher so schlimm waren. Ja gut, das macht auch, ich sag mal, ist ja natürlich für den Kunden auch wichtig, er kauft einen Gebrauchten und da soll er sich zumindest mal die ersten 2 Wochen so fühlen, als wäre er neu. Also, Danach sind die Krümmel wieder drin von den Kindern. das bleibt ja nicht aus, klar. Auto ist ein Gebrauchsgegenstand auch, aber ich gehe einfach von mir selbst aus, wenn man irgendwo hinkommt und holt einen Gebrauchtwagen ab, erwartet man schon, dass er natürlich schön sauber ist. Oh, ihr habt echt viele, aber das ist normal, glaube ich. Ich glaube, es geht ja fast bei jedem Neuen ein Gebrauchter zurück, oder? Ja, vor allen Dingen mittlerweile mit den ganzen Leasing-Rückläufern auch und mit Finanzierungen, die auslaufen. Also da kriegen wir schon einige Fahrzeuge zurück. Ja, Vertrauen, die Leute sind recht zufrieden mit euch. Woran liegt das deiner Meinung nach? Gut, wie eben schon erwähnt, wir sind ein familiärer Betrieb. Der Chef zum Beispiel ist auch immer involviert, ist immer mit dabei im Geschehen. Ja, ist ja manchmal nicht so gut, wenn er immer da ist, aber Ich sage mal, für die wichtigen Sachen und für Kundenansprache und sowas, was ja auch nicht üblich ist, ist schon nicht verkehrt. nee, das war Spaß. Also der Chef ist nahbar. Das ist übrigens eure Fotowand. Wenn man also auf mobile.de eure Autos sieht, dann stehen die immer vor dieser Wand. Richtig. Und das ist das Making-of jetzt quasi. Und dann steht ihr da und macht da die geilsten Fotos von den Autos. Schöne Fotosession und dann Genau. Das ist auch der Grund, warum viele Autos nicht im Saarland landen, sondern die gehen weit weg teilweise, oder? Ja, wir haben Anfragen teilweise aus ganz Deutschland, also gerade auch über mobile, über das Internet. Unsere Videos. Unsere Videos auf jeden Fall, ja. Also da kommen auch Rückmeldungen. Ist ja auch positiv, ist ja auch gut. Deswegen Ja. machen wir das Ganze ja auch. Stimmt. Ja, Erik, hier waren wir schon und jetzt gehen wir mal im Bereich. Da können auch noch Kunden rein. Das hier ist die Reparaturannahme. Hier vorne Serviceannahme, richtig. Serviceannahme, Serviceannahme, ja. Reparaturannahme. Ist ja nicht immer was repariert werden muss. Genau. Und hier haben wir natürlich auch unser Teil- und Zubehörlager. Die Kollegen, die gerne weiterhelfen, wenn man Kleinteile braucht, Ersatzteile braucht, Winterreifen, querbeet. Genau, ihr habt nicht immer alles da, aber ihr werdet unglaublich schnell beliefert von Ford. Stellen. Also die meisten Teile sind eigentlich innerhalb von einem Werktag, 1 bis 2 Werktage. Das meine vor ich damit. Ort. Aber alles, was so Standard ist, habt ihr immer da, muss man sagen. Also ihr habt ja auch, ich glaube, 15 Bühnen, also plus minus. 14 Bühnen habt ihr da und da vorne ist natürlich jetzt, ist die Umbruchszeit schon vorbei, Winterreifen? Jetzt? Warte mal, ich guck mal auf die Uhr. Ja, wir hatten unseren Stichtag, also unser Reifenwechseltag, der war schon. Da haben vorne, wo wir gleich reingehen, in der Werkstatt zig 100 Reifen gelegen, die alle darauf gewartet haben, gewechselt zu werden. Und trotzdem kommen immer noch Kunden und lassen sich jetzt ihre WKRs, ihre Winterreifen wechseln. Die was? Die WK? Winterkompletträder. Gott. Ich nehme an, du musstest einiges machen an Ausbildung, um hier arbeiten zu dürfen. Das heißt, Schulungen gab es? Richtig, natürlich Schulungen im Automobilbereich, gerade auch was die Technik angeht, Verkaufsbereich auch. Ford allgemein. Cool. Ja, gehen wir in die Werkstatt. Komm. Wir haben es ein bisschen vorangekündigt. Die wissen zumindest, dass wir kommen. Bei euch wird getüft, ambulant. Richtig, der TÜV kommt auch zu uns ins Haus. Man kann hier gerne einen Termin machen und kriegt den TÜV dann hier gemacht. Auch gerne in Verbindung mit Inspektionstermin oder sowas kann man alles kombinieren, ohne Problem.
Ja, im Moment waren noch alle Bühnen voll, jetzt ist es nicht mehr so, als wir eben geguckt haben. Das ist übrigens der Fußboden, von dem ich gesprochen habe, der Das wirklich wird jetzt gerade natürlich gearbeitet. Jetzt nicht, mitten am Tag, also genau. das heißt abends. Ihr reinigt, habt eine spezielle Maschine, die hilft euch beim Reinigen, da macht ihr jeden Abend sauber. Die Werkstatt macht jeden Abend den Boden sauber, wird auch nochmal trocken gerieben. Also es sieht hier wirklich abends aus wie geleckt. Ja, ihr habt unglaublich viel Geld investiert, denn Spezialwerkzeuge, ihr habt alles da, was es gibt. Gut, als Fachwerkstatt muss man natürlich auf alle Gegebenheiten reagieren können und komplett ausgerüstet sein. Ja, vorne haben wir einen Motor. Wird mal kurz angeklemmt, denn ich sag mal, manchmal, da muss man auch mal Fehler suchen gehen, oder? Das heißt, die Elektronik zeigt schon mal Fehler an, aber manchmal, da braucht man Spezialisten, die so... Man kennt es ja wahrscheinlich. Die Autoflüsterer. Ja, also wenn man irgendwo hinkommt und das Warnlämpchen ist an, man fährt zur Werkstatt, geht das Lämpchen aus, der typische Fall. Und dann muss man auf die Suche gehen. Dann muss man erstmal gucken, okay, wo kommt denn das Problem her, wo kommt der Schaden her. Aber das kriegen die Kollegen hier schon ganz gut hin. Ja, das ist nicht alles. Nebenan ist, glaube ich, eine Dialogannahme, oder? Genau, hier vorne haben wir unsere Serviceannahme und Warte, ich zeig das mal gerade. im Transitbereich drüben haben wir nochmal 4 Bühnen. Ja, hier kann man praktisch mit dem Kunden rein, da kann man auch mal zeigen, was irgendwie ist. Aber ihr habt, glaube ich, ein neues System. Habt ihr das schon, dass man per Handy Videos verschicken kann? Genau, also wenn man das möchte, kann man auch ein Handyvideo bekommen, wo dann der Serviceannehmer erklärt, was am Auto gemacht wird, was aufgefallen ist, wie hoch die Kosten wären für etwaige Reparaturen. Also auch alles ein bisschen medialer gestaltet. Das bedeutet aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt merke, mittendrin, da ist was echt kaputt, wie zum Beispiel eine Bremsscheibe, die gerissen ist und so, dann kann der auch ein Video davon machen. Da muss ich nicht extra nochmal gucken. Genau, richtig. Man kann es direkt zeigen, man kann direkt dem Kunden auch in dem Video schon zeigen, okay, hier haben wir das Problem, hier siehst du es direkt und wir müssen es machen. So, dann gehen wir kurz rein. Denn ihr sucht ja noch Mechatroniker, Rinnen, männlich, weiblich, divers. Ihr habt sogar eine Mechatronikerin. Das ist... kommt jetzt immer öfter, aber das war ja früher, glaube ich, undenkbar vor 50 Jahren. Gut, die ist schon länger hier als ich, also von daher, ich weiß nicht, wie viele in den letzten Jahren vielleicht hier durchgegangen sind an Mechatronikerinnen. Wie cool, hier ist der Werkstattplaner. Ja, hinter den Kulissen. Ja, wichtig ist ja Zuverlässigkeit. Wenn die Kunden gesagt bekommen, hier am Freitag ist mein Auto fertig um 14 Uhr, dann wäre es ganz sinnvoll, dass es um 14 Uhr fertig ist. 14 Uhr steht, richtig. Ja, kriegt ihr das hin? Ich denke ja. Also ich höre von meinen Kunden auf jeden Fall nichts Gegenteiliges. Werkstattersatzfahrzeuge habt ihr auch? Müssen wir, natürlich. Also wenn Sie ein Problem haben mit Ihrem Auto, können Sie gerne hinkommen und kriegen ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Und da war sie. Da war sie, echt? Die Mechatronikerin, die Hanna. Es ist schnell weggelaufen, aber der... Ja, sobald die Kamera kommt. ja, Erik, wir gehen am besten noch mal kurz in den Verkaufsraum. Ja. Da ist ja viel schöner. Ein Ticken wärmer ist es, weil bei euch geht die Tür natürlich... Hinter den Kulissen sieht es immer nicht so aufgeräumt aus. Ne? Ja, ist ja ganz normal. Also ganz ehrlich, ihr seid ja auch nur Menschen und wo gehobelt wird, das ist so. Das heißt auch, die Menschen hier, ihr habt natürlich eine Kaffeemaschine, die Leute werden gefragt nach dem Kaffee, das ist ganz normal, man kann sich setzen. Aber es muss ja heutzutage alles just in time gehen, ja. Also wir haben nicht nur eine Kaffeemaschine, wir bieten auch morgens Ich zeig mal die Kaffeemaschine. Hörnchen. Ja, Schokohörnchen. Kohlenhydrate. An. Richtig. Für die Kunden, die da ein bisschen länger warten müssen wir vielleicht oder noch nichts gefrühstückt haben. Chibo. Die Zeit hier besser aushält. Wie cool, da brauche ich ja gar nicht ins Kaffeehaus gehen. Dann kann ich... Man kann auch auswählen zwischen Kaffeecreme, Espresso oder auch einen Tee. Kakao für die Kinder, wenn die dabei sind. Tee kann man natürlich auch machen. Cool. So, weißt du was, bevor es jetzt hier in zu viel Prosa geht, ja, machen wir eine kurze Abmoderation. Wo findet man euch in Dillingen? Wir sind in der Konrad-Adenauer-Allee 10 in Dillingen an der Saar. Unweit weg von der Autobahn. Also nicht zu verfehlen. Da oben sitzen übrigens die ganzen Chefs, oder? Ja, Verkaufsleiter, Verwaltung, Chef. Und rechts nochmal die Innenabteilung. Ah, der Chef ist schon krass, der ist gar nicht so chefmäßig, sondern der... Ja, wie gesagt, also sehr nahe kommt, sehr zuvorkommt auch und so, das passt alles. Also es ist schon schön. Samstags habt ihr auch wie? Verkauf ist besetzt von Samstag von 9 bis um 13 Uhr und Service von 8 bis um 12. Und die Woche? Woche über Verkauf von 8 bis 18 und Service 7 bis 17. Ja, Erik Spangenberger stellvertretend. Weißt du was, wir filmen noch mal kurz in die Dispo rein. Die Dame, die hat uns eben so lieb angeguckt. Das ist echt? Ja. Und das heißt, ihr habt eine eigene Person, die macht nur Die hier... macht reine nur Versicherung. Also ist die Frau Spurk bei uns hier im Haus unter anderem und die macht auch Versicherung übergreifend, hat mehrere unter sich und kann immer schön gucken, wo man denn am günstigsten fährt. Echt?
Ist es auch schon, ist es wahrscheinlich auch relativ lang schon dabei, oder? Hier bei der Zentralgarage. In der Zentralgarage bin ich jetzt seit 2 Jahren. Okay. Ja, dass ich hier einen Büroplatz habe. Achso, okay. Genau. Okay, ich bin unabhängig und bin nicht bei der Ford angestellt, sondern... Aber was ist denn Ihre Aufgabe? Das heißt, Sie kümmern sich als Full Service darum, dass die Leute auch die Versicherung kriegen? Genau, richtig. Natürlich Habe ich ja nie gehört, sowas, ein Ja. Service im Autohaus. Ja, wegen der Schadenregulierung, dass sich die Kunden eben auch selbst aussuchen können, wo im Schadenfall das Auto repariert wird. Oftmals werden die Verträge mit Werkstattbindung gemacht. Dann entscheidet die Versicherungsgesellschaft, wo das Auto repariert wird. Ah, ich sehe schon, Sie haben das gut drauf. Und Sie sorgen dann dafür. Ah, verstanden. Jetzt gehen wir noch mal kurz hier nach links. Last but not least. Wer sitzt normalerweise hier? Hier ist der Glesius. Der Glesius. Genau. Der macht auch Verkauf, oder? Alles komplett, von Gebrauchtwagen, Neuwagen, wie jeder Verkäufer kann. Kommen wir mal an den Schluss. So ist es. klar. Erik Spannenberger, vielen Dank für den netten Einblick bei der Ford Zentralgarage in Dillingen. Ihren freundlichen, familiären, nahbaren Ford-Händler im Südwesten. Wenn Sie Lust haben, scheuen Sie nicht den weitesten Weg und gehen Sie am besten zu Erik Spannenberger und einen der anderen Kollegen. So. Da sind Sie gut aufgehoben. Last but not least, großes Nutzfahrzeugcenter gibt es auch noch. Das ist aber nicht hier, sondern ist ein paar hundert Meter Ich weiter. bin der Straße runter, direkt neben Peugeot Müller, aber auch unser Bereich, unser Haus und ist der Transitbereich. Danke, tschüss. Sven, ciao.